Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudi von Soulart und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor wir mit dem heutigen Video starten, möchte ich euch einmal meinen ganz herzlichen Dank ausdrücken. Eure Reaktion auf dieses Bild war einfach unglaublich. Ihr habt mir so viel Liebe und so viel positives Feedback entgegengebracht. So viele von euch haben es nachgepürt und es ist für mich eine riesengroße Ehre. Danke auf diesem Weg. Okay, meine Lieben, starten wir rein ins heutige Video. Dadurch, dass euch dieses Bild so gut gefallen hat, möchte ich heute eine andere Variation in dieser Technik zeigen. In meinem Kopf habe ich ein Bild von einem Mond und einem Sternenhimmel. Lasst euch ein bisschen überraschen, wir starten direkt rein. Vor mir liegt heute eine 40 x 40 cm große Leinwand und ich habe uns hier schon ganz viele Farben und Utensilien vorbereitet. Meinen Hintergrund möchte ich heute in dunklen Farben halten, kombiniert mit einem strahlenden hellen Mond und natürlich ganz zum Schluss einer wunderschönen Ranke. Für unseren Hintergrund werden wir es heute einfach halten. Wir verwenden die Farben von Amsterdam. Ich habe hier die Nummer 735 Oxid Schwarz. Dann werden wir verwenden mein über alles geliebtes Prussian Blue. Ich kann euch leider die Nummer nicht sagen, ich habe die leider abgewaschen. Dann brauchen wir noch Titanium Weiß, das ist die Nummer 105, Perlweiß und ein ganz kleines bisschen Grau, das ist die Nummer 710. Mit diesen Farben werden wir heute arbeiten. Meine Überlegung war, ich möchte heute meinen Mond ein bisschen anders gestalten. Und zwar schnappe ich mir meine Kuchenform als Orientierungshilfe und dachte mir, ich möchte einen Halbmond kreieren, ungefähr hier in der linken oberen Ecke. Ich glaube, das wäre ganz schön, den Mond strahlend machen und den Hintergrund wirklich dunkel halten. Soweit, so gut. Ich habe mir hier eine kleine Farbpalette vorbereitet mit unserem Grau, unserem Perlweiß und Titaniumweiß. Und ich möchte gerne mit unserem Halbmond beginnen. Dazu schnappe ich mir einen ganz handelsüblichen Malerpinsel. Gucke mir ungefähr an, welche Form mein Halbmond haben sollte, lege mir meine Kuchenform auf und beginne nun erst einmal einen halbrunden Kreis zu ziehen. Ich nehme dazu mein Grau, wir werden das nachher noch in hellen Farben verblenden, aber als Orientierung hilft mir einfach eine dunklere Farbe besser. So, die Kuchenform brauchen wir schon nicht mehr, die hat für heute ausgedient. Und nun, meine Lieben, werde ich beginnen, erst einmal meinen Mond zu formen. Als kleinen Tipp kann ich euch geben, richtet euch einen leeren Becher mit ein bisschen Wasser, stellt ihn euch bereit, weil beim Ausblenden von purer Acrylfarbe ist es sehr hilfreich, wenn ihr einen kleinen Becher habt, mit dem ihr euren Pinsel immer wieder befeuchten könnt. Auch das mache ich jetzt und ich nehme den gleichen Pinsel und tippe in mein Titaniumweiß. Erst einmal werde ich hier meinen Mond großflächig ausmalen und ihr könnt schon sehen, dadurch, dass ich den gleichen Pinsel verwende, bekommen wir jetzt auch hier gleich ein paar graue Schatten. Das ist gewollt. Bei diesem Schritt geht es jetzt erst einmal drauf, unsere Farbe großflächig zu verteilen. Verblenden werden wir das nachher natürlich noch schön, dass wir keiner unserer Pinselstriche mehr sehen. Ich tippe dazu abwechselnd in mein Grau, mein Titanium und in mein Perlweiß. So. Ich werde mich nun erst einmal um unseren Hintergrund kümmern. Ich dachte mir, es wäre ganz schön, einen Farbverlauf von unten nach oben zu schaffen. Das heißt, der rechte untere Bereich wird unser dunkelster sein. Und dazu nehme ich mein Oxidschwarz. Ich trage mir hier einfach ein bisschen Acrylfarbe auf meine Leinwand auf. Vielleicht zu erwähnen ist hier noch ganz wichtig, nehmt am Anfang wirklich nicht zu viel Farbe. Ihr werdet überrascht sein, wie ergiebig pure Acrylfarbe ist. Die nächste Farbe, die ich später einblenden werde, ist mein Prussian Blue. Und ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera erkennen. Auch diese ist sehr, sehr dunkel. Aber mit unserem Titanium und Perlweiß und den dunklen Farben werden wir jetzt einen schönen Farbverlauf schaffen. Ich nehme dazu einen flachen Pinsel
Und wie gewohnt trage ich erst einmal unsere Farbe großflächig auf. In diesem Schritt geht es darum, einfach nur mal unsere Leinwand zu überdecken. Sodass wir schon einmal einen Eindruck bekommen, wie sich die Farben miteinander verhalten. Um Pinselstriche oder etwaiges Verblenden kümmern wir uns im nächsten Schritt. Jetzt gilt es erstmal, Farbe ins Spiel zu bringen. Also ihr könnt sehen, ich habe wirklich nicht viel Acrylfarbe verwendet und das Oxidschwarz von Amsterdam ist so deckend und so schön. Meiner Meinung nach ist es das schwarzeste Schwarz, sagt man das so? Auf jeden Fall sehr dunkel und sehr leuchtend in seiner Farbe und das finde ich toll. Okay, soweit so gut. Mit dem gleichen Pinsel beginne ich nun auch mein Prussian Blue zu verblenden. Und ihr könnt sehen, meine Finger bleiben nie lange sauber, aber das ist doch auch das Schöne an Acrylfarben. Auch hier gilt es jetzt erst einmal, die Farbe aufzutragen. Und ich liebe diese Farbe. Prussian Blue ist so schön, das ist so ein richtig schönes, dunkles Mitternachtsblau. Wie ihr gut erkennen könnt, ich gehe schon sehr nahe ran an unsere helle Farbe und nehme immer wieder die Farbe auf und verblende sie auch in unser Schwarz. Den Mond sparen wir natürlich aus, der soll natürlich hell bleiben. Und hier könnt ihr sehen, ich lasse den Pinsel wirklich über meine Leinwand gleiten, überhaupt kein Druck dahinter. Okay, ich lasse das jetzt erst einmal so. Nun nehme ich mir wieder den Pinsel, mit dem ich ganz am Anfang gearbeitet habe, tippe damit ganz leicht in mein Titaniumweiß und gleite damit über unser Prussian Blue. Ihr könnt sehen, eine neue Farbe entsteht. Nun beginne ich, meine blaue Farbe immer weiter nach außen zu blenden. Um ein paar Akzente zu setzen, könnt ihr immer wieder ein bisschen Titaniumweiß aufnehmen. Soweit so gut. In der Zwischenzeit haben wir genug Farbe auf unserer Leinwand. Ich nehme mir jetzt einen trockenen Pinsel und beginne nun die Farben ineinander zu blenden. Und ihr könnt schon sofort sehen, so erschaffen wir einen wunderschönen weichen Übergang. Wir haben hier Schatten in unserer Farbe. Ich finde, das ist immer ein bisschen wie Magie. Ich liebe diese Technik. Auch hier, meine Lieben, kein Druck. Ich gleite einfach mit meinem Pinsel über die Leinwand von rechts nach links. Okay, meine Lieben, soweit so gut. Mit dem Hintergrund bin ich fertig. Ich bin sehr zufrieden. Ich finde, unser Mond leuchtet uns richtig an. Nun ist es aber an der Zeit, endlich zu unseren flüssigen Acrylics überzugehen. Für meine Ranke habe ich mir überlegt, ich möchte sie sehr hell und leuchtend machen. Also benutzen wir Titaniumweiß, Silber und Blau Türkis. Nun ist es an der Zeit, dass wir uns überlegen, wo unsere Ranke langlaufen soll. Ich glaube, ich würde heute gerne eine zweireihige Ranke schaffen. Ich dachte mir, bis nach oben wäre ganz schön. Und vielleicht auch eine so hier unten. Ja, ich glaube, das könnte ganz schön aussehen. Die zweite Farbe, die ich verwende, ist mein Silber.
Ein ganz kleines bisschen Farbe darf uns natürlich nicht fehlen, deswegen Türkisblau. Ich möchte auch heute wieder in einer Farbfamilie bleiben. Ich finde, das gibt immer so ein schönes, harmonisches Ergebnis. Sollten wir im Nachgang noch ein bisschen mehr Farbe benötigen, können wir das immer wieder auftragen. Jetzt schnappe ich mir erst einmal meinen Brenner und beseitige hier noch die kleinen Luftbläschen. Sehr gut. Okay, ja, das ist sofort erledigt. Für Startspur, meine Lieben, brauchen wir unseren Haartrockner. Ich habe meinen hier. Und nun wünscht mir Glück, ich werde nun unsere gerade aufgetragenen Farben werde ich schön auseinanderblasen und hoffentlich eine wunderschöne Blume zaubern. So weit, so gut. Ich liebe diese Farben. Nun, meine Lieben, dachte ich mir, wie wäre es denn, wenn wir noch ein paar kleine zarte Sterne zaubern würden? Ich nehme dazu einen leeren Becher und ein bisschen Farbe von meinem Titanium Weiß. Dann schnappe ich mir einen sauberen Pinsel, tippe mit der Pinselspitze in den Becher. Und nun ist ganz wichtig, Leute, ein bisschen Gefühl ist gefragt. Ich klopfe den Pinsel erst auf meiner Hand ab. Und ich möchte wirklich nur ein paar kleine zarte Sterne und spritze nun ganz vorsichtig über meine Blume, über die ganze Leinwand. Ich finde, das macht schon einen super Effekt, oder? Sehr gut, das war's mit Sternen. Und das, meine Lieben, ist jetzt natürlich ein Schritt, der absolut optional ist. Das müsst ihr nicht machen. Aber ich liebe es, meine Hände zu benutzen in der Kunst. Und deswegen werde ich hier bei meiner Ranke noch ein kleines bisschen die Form verändern. Okay, meine Lieben, ich bin fertig mit der Detailarbeit. Seid so lieb, kommt mal ein bisschen näher ran, schaut euch das an. Ich liebe den Effekt, den diese Technik mit sich bringt. Ja, ich muss zugeben, ihr braucht ein bisschen Geduld, um euren Hintergrund auszublenden. Aber wie bei unserem ersten Bild sieht es wirklich so aus, als wäre die Ranke im Vordergrund, der Hintergrund wirklich im Hintergrund. Ich finde, der Farbverlauf von unserem Mond ist sehr gelungen und auch die Farbkombination unserer Ranke gefällt mir sehr gut. Und erneut kann man sagen, wie schön es ist, in einer Farbfamilie zu bleiben. Ich hoffe, euch, meine Lieben, gefällt es genauso gut wie mir und wenn dem so ist, dann zeigt es mir unbedingt mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr zukünftig nichts mehr von mir verpassen möchtet, bitte ich euch doch kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Und für heute verabschiede ich mich. Es war mir wie immer eine Freude, für und mit euch zu malen. Danke, meine Lieben. Macht's gut!